Bad Wildungen. Bad Wildungen ist eine Kurstadt in Nordhessen. Die Stadt liegt an den Ausläufern des Kellerwaldes und besitzt den längsten Kurpark Europas, der bis zum Ortsteil Bad Reinhardshausen reicht. Hintergrund Minipipe-Symbol 300 BX Pipe-Symbol Altstadt Minipipe-Symbol 300 BX Pipe-Symbol Bad Wildungen in der Topographie Hassie von W. Matthäus Merian Pipe-Symbol Matthäus Merian 1655. Bad Wildungen liegt an den Ausläufern des Kellerwalds im sogenannten Ferienland Waldecker Land. Die Stadt, die sich östlich des Hombergs ausbreitet, wird von der Wilde durchflossen, die beim Ortsteil Vega in die Eder mündet. Die Stadtteile Vega und Mandern liegen an der Eder. Dieser Fluss bildet, weiter flussaufwärts, den Edersee, einen Stausee, der sich etwa 10 Kilometer Luftlinie nordwestlich der Kernstadt von Bad Wildungen befindet. Die südwestlichen Stadtteile Hunsdorf, Armsfeld und Bergfreiheit werden von der Urf durchflossen. Stadtgliederung mit der Kernstadt hat Bad Wildungen 14 Stadtteile, die meisten davon sind Walddörfer. Mit dem Auto der nächste Autobahnanschluss ist die Anschlussstelle Wabern an der A49, etwa 15 Kilometer über die B253 entfernt. Über der A49 kann man Bad Wildungen von Norden her, aus Richtung Kassel, sehr schnell erreichen. Aus dem Süden kommt der A485 und die von Gießen bis Marburg zum großen Teil autobahnmäßig ausgebaute B3. Von ihr zweigt nördlich von Kölbe die zweispurige Bundesstraße 3 ab. Ab Bad Westen gelangt man über die B485 und B253 nach Bad Wildungen. Mit dem Bus mit der regionalen Buslinie 500, die Linie verkehrt direkt über Kassel Stadtmitte, Gudensberg und Fritzlar nach Bad Wildungen. Fahrzeit, 1:16 Uhr. Endhaltepunkt ist die zentral gelegene Haltestelle Breiterhagen. Diese befindet sich am Ende der Brunnenallee nahe der Altstadt. Hier besteht Anschluss an den Stadtbus. Mit der Bahn Bad Wildungen ist ein Punkt der Strecke Kassel, Wabern, Fritzlar, Bad Wildungen, auf der die Bahn alle 2 Stunden verkehrt. Aus Frankfurt hat man mit dem Regionalexpress-Anschluss in Wabern an diese Linie. Alternativ kann man auch von Borken aus den Bus nehmen. Nächster Fernverkehrshalt ist Wabern. Hier halten im Wechsel alle 2 Stunden die ICE und ein Intercity der Linien Frankfurt, Kassel-Wilhelmshöhe, Hamburg und die fast genauso schnellen Regionalexpresszüge der Linien Frankfurt am Main, Kassel Hauptbahnhof, RE30. Mit der Edertalbahn geht es über Fritzlar weiter bis zum Endhaltepunkt Bad Wildungen, Fahrzeit 28 Minuten. Der Bahnhof Wabern hat seit 2019 Aufzüge. Wer mit dem ICE fährt, reist in der Regel über den Fernbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe an. Von Kassel-Wilhelmshöhe gibt es 2 Möglichkeiten, Bad Wildungen zu erreichen. Entweder per Bahn über Wabern, Fahrzeit zwischen 53 Minuten, mit ICE Intercity bis Wabern, und 1:12 Uhr, nur Nahverkehr. Mit der Stadtbuslinie 1 besteht vom Bahnhof Bad Wildungen Anschluss zur Altstadt, der Brunnenallee und dem Kurstadtteil Reinhardshausen. Stadtbus Bad Wildungen besitzt für seiner Größe ein recht umfangreiches Stadtbussystem. Insgesamt 4 Linien im 30-Minuten-Takt erschließen die Kernstadtteile Bad Wildungen, mit Altstadt und Brunnenallee, Altwildungen und Reitzenhagen sowie Reinhardshausen. Mit der Kurkarte kann der Stadtbus in diesen Stadtteilen kostenlos genutzt werden. Die zentrale Haltestelle, heißt Treffpunkt, befindet sich am nördlichen Ende der Brunnenallee nahe der Altstadt. In diesem Bereich fahren auch die regionalen Buslinien ab. Die Telefonnummer der Mobilitätszentrale lautet 056315062088. Weitere Infos, Liniennetzplan und Fahrpläne der einzelnen Linien auf der https://www.bad-wildungen.de/service Kontaktanreise Busbahntaxi-Seite der Stadt Bad Wildungen. Parken. Es gibt ein farbiges Parkleitsystem, das zu den einzelnen Parkmöglichkeiten führt. Die Parkplätze sind gebührenpflichtig, mit Ausnahme des Parkhauses Kaiser Lindendeck und des Parkplatzes am Vettenhagen, beide direkt an die Altstadt angrenzend. Weiterhin besteht bis auf weiteres reichlich kostenfreie Parkmöglichkeit im Parkdeck der Fürstengalerie am Breitenhagen, zentraler geht es nicht. Zu Fuß in Bad Wildungen gibt es diverse attraktive Möglichkeiten, um kleinere und größere Spaziergänge zu unternehmen, ob nun im ehemaligen Landesgartenschaupark, durch den Kurpark bis zum Kurstadtteil Reinhardshausen oder im Helenental. Es gibt viele Wege zu entdecken.
So verbindet mit der Brunnenallee auch noch eine schöne Promenade die Fachwerk Altstadt mit dem Kurpark. Wem das noch nicht reicht, der findet im Kellerwald rund um die Stadt weitere Wander- und Spaziermöglichkeiten. Ein schönes Wanderziel ist zum Beispiel der Hombergturm. Als Tageswanderung kann man sogar auch direkt von der Stadt in den Nationalpark Kellerwald-Edersee wandern. Weiteres hier auch Abschnitt Wandern und Spazieren gehen. Mit dem Fahrrad. Obwohl Bad Wildungen recht bergig ist, wurde trotzdem einiges unternommen, um das Fahrradfahren zu fördern. Das Radnetz der Stadt befindet sich aber noch im Ausbau. Es sind aber schon schöne Routen entstanden, wie zum Beispiel die städtische Hauptroute von Reinhardshausen kommend durch den Kur- und Landesgartenschaupark Richtung Edertal nach Vega, auch Teil der aus GE schilderten Rundtour R4. Der R5 führt an der Stadt vorbei. Sehenswürdigkeiten zum Pipe-Symbol 300 BX Pipe-Symbol Wandelhalle im Kurpark. Mit Marktplatz. Die Altstadt liegt auf einer Bergkuppe. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem nahegelegenen Stadtteil Altwildungen, in dem sich das Schloss Friedrichstein befindet. Mit 50 Hektar ist die Anlage die größte Kurparkanlage Europas und zieht sich mit der naturnahen grünen Brücke über ein bewaldetes Tal hinauf bis in den Stadtteil Reinhardshausen. Im Wildunger Park liegt die Wandelhalle mit Quellenmuseum, im Reinhardshausener Kurpark liegt ebenfalls eine Wandelhalle und die Quellentherme, Mineralbad. Obwohl die Ausstellung vorbei ist das langgezogene Gelände immer noch einen Besuch wert. Die Parkanlage beginnt als Königsquellenpark im Tal nördlich der Altstadt. Es gibt verschiedene Themengärten zu sehen. Tipp: findet man 6 bequeme Liegen zum Entspannen. Der Garten ist etwas links unterhalb der großen Treppe zu finden. Auf der wurden etliche hingerichtete Frauen vom Scharfrichter vergraben. Dieses Wiesenstück hatte eine Angeklagte 1650 der Kirche überschrieben, um dort begraben zu werden. Auf diesem Grundstück am Langen Rot 19 befindet sich heute das Dekanat, die evangelische Kirchenbehörde des Kirchenkreises Eder. Obwohl die Ausstellung vorbei ist das langgezogene Gelände immer noch einen Besuch wert. Die Parkanlage beginnt als Königsquellenpark im Tal nördlich der Altstadt. Es gibt verschiedene Themengärten zu sehen. Tipp: findet man 6 bequeme Liegen zum Entspannen. Der Garten ist etwas links unterhalb der großen Treppe zu finden. Auf der wurden etliche hingerichtete Frauen vom Scharfrichter vergraben. Dieses Wiesenstück hatte eine Angeklagte 1650 der Kirche überschrieben, um dort begraben zu werden. Auf diesem Grundstück am Langen Rot 19 befindet sich heute das Dekanat, die evangelische Kirchenbehörde des Kirchenkreises Eder. Alte Hutewälder bei Albertshausen. Im Bereich des Ortsteils Albertshausen finden sich 2 alte Waldschutzgebiete mit knorrigen alten Eichen und Buchen, bis zu 250 bis 300 Jahre alt. Es handelt sich bei den Waldstücken um alte Waldweiden. Unter die Eichen wurde Vieh getrieben, um sich an den Eicheln satt zu fressen. Sehenswert ist in Albertshausen übrigens auch die kleine Fachwerkkirche. Der 7,02 Hektar große Wald ist seit 1922 Naturdenkmal. 1980 wurde er als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Kleine Pfade erschließen vom Forstweg aus das Gebiet mit alten 250 bis 300 Jahren alten Buchen. Für Wanderer gibt es ferner eine Schutzhütte. Der Hutewaldparadies liegt etwa 2 Kilometer nordwestlich der Dorfmitte von Albertshausen und ist direkt nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Gebietsinfo: das Nabu-Waldeck Frankenberg. Kleineres 3,4 Hektar umfassendes Walddenkmal, das knapp 1 Kilometer südwestlich der Dorfmitte von Albertshausen zu finden ist. Das Gebiet ist ebenfalls nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Für die Rast gibt es auch eine Schutzhütte. Baden und Wellness. Bad Wildunger Osterschmuck. Jährlich zur Osterzeit zieht der umfangreiche Osterschmuck viele Besucher in die Stadt. Es werden unter anderem die öffentlichen Brunnen und teilweise auch das Straßengrün prachtvoll österlich dekoriert. Auch in vielen Privatgärten der Stadt sind in diesem Zeitraum Osterbäume zu sehen. Der meiste Osterschmuck ist entlang der Brunnenallee zu finden. Auch der Brunnen am Marktplatz ist aufwendig geschmückt. 2010 war ein großes, etwa 4 Meter hohes farbenfrohes Osterei auf dem Kaiserlindenplatz am nördlichen Rand der Altstadt zu finden. Wandern und Spazieren gehen zum Pipe-Symbol 300 BX Pipe-Symbol Aussichtsturm auf dem 518 Meter hohen Homberg mit schöner Panoramarundsicht. Rund um Bad Wildungen bestehen zahlreiche Wandermöglichkeiten. Südlich der Stadt liegt das ebenfalls zu Spaziergängen einlädt.
Im oberen, teilweise schluchtartigen Talabschnitt findet man einen kleinen Wasserfall. Im Tal kann die Helenenquelle gekostet werden. Ferner gibt es hier ein Restaurant, das bekannt für seine hausgemachten Torten ist. Wer Lust hat, kann so aufsteigen. Von der kleinen Aussichtswarte hat man einen schönen Blick auf Bad Wildungen. Im Steilhang unterhalb des Turms wächst die seltene Kuhschelle, auch Küchenschelle genannt. Die im frühen Frühling blühende Blume steht unter Naturschutz. Spaziergang vom Stadtteil Braunau zum, etwa 1 Kilometer einfach. Der frei zugängliche Wartturm kann über eine Treppe bestiegen werden. Von dem um 1350 erbauten Turm hat man einen schönen Blick Richtung Westen und Norden. Zu sehen sind die Berge des Kellerwaldes, Bad Wildungen, das Edertal und die Erhebungen im Naturpark Habichtwald bei Kassel. Die, in einigen Karten ohne Name verzeichnete Kanzel, liegt in einem Wäldchen über dem Kurpark. Das an einen Bunker erinnernde Bauwerk hat schon bessere Tage gesehen. Die frei zugängliche Aussichtsplattform ist weitgehend eingewachsen, sonst hätte man durchaus einen schönen Blick auf die Stadt. Nur an 2 Stellen hat man noch kleine Ausblicke. Im Bauwerk gibt es noch einen tristen, dunklen Schutzraum, dessen Wände mit Ritzereien und Graffitis verziert sind. Zugang: vom Maritimhotel der Straße den Berg hinauf Richtung Rheumaklinik folgen, einmal scharf links abbiegen. Am Ende der Straße am Katzenstein geht es auf einem schmalen Pfad zur im Wald gelegenen Aussichtskanzel hinauf. Radtouren: die Stadt hält einige Infos für Radfahrer bereit, 5 Rundtouren. Die Karten mit Beschreibung sind für je 1 Euro erhältlich. Quellenrundweg, Flyer Ederseebahnradweg, 27 Kilometer auf der ehemaligen Ederseebahnstrecke. Einkaufen: für seine Stadtgröße besitzt Bad Wildungen gute Einkaufsmöglichkeiten. In der funktionierenden Innenstadt gibt es insbesondere zum Einkauf von Kleidung zahlreiche Möglichkeiten, einige Boutiquen, aber auch Filialen bekannter Ketten wie C&A, NKD, KiK. Mit der Fürstengalerie besitzt die Stadt sogar ein kleines Einkaufszentrum, U.A. mit einem Vollsortimentsmarkt, Teegut. Das Zentrum liegt westlich der Altstadt am Stadtring, nahe der zentralen Bushaltestelle Breiterhagen. Unterkunft allgemein, Gastgeberverzeichnis Bad Wildungen. Ferienbauernhof Rohleder, etwa 10 Kilometer westlich der Stadt im Ortsteil Wildungen im Kellerwald gelegen, komplett abseits der Touristenströme. Praktische Hinweise: mit der Kurkarte von Bad Wildungen erhält man vielfältige Ermäßigungen und kostenfreie Leistungen, wie kostenfreien Eintritt in die städtischen Museen, Ermäßigungen auf den Eintritt in die Quellentherme und das Freizeitbad Helobonte, freien Eintritt zu Tanzabenden und Abendkonzerten im Kurhaus bzw. Wandelhalle Bad Wildungen. Der Stadtbus kann in Reinhardshausen, Wildungen und Reizenhagen gratis von Kurgästen benutzt werden. Der Kurbeitrag beträgt in Bad Wildungen 2,85 € pro Tag für eine Tageshauptkarte, für die Tagesbeikarte für Angehörige werden 1,85 € fällig, Stand 2020. Mit der Kurkarte von Bad Wildungen erhält man vielfältige Ermäßigungen und kostenfreie Leistungen, wie kostenfreien Eintritt in die städtischen Museen, Ermäßigungen auf den Eintritt in die Quellentherme und das Freizeitbad Helobonte, freien Eintritt zu Tanzabenden und Abendkonzerten im Kurhaus bzw. Wandelhalle Bad Wildungen. Der Stadtbus kann in Reinhardshausen, Wildungen und Reizenhagen gratis von Kurgästen benutzt werden. Der Kurbeitrag beträgt in Bad Wildungen 2,85 € pro Tag für eine Tageshauptkarte, für die Tagesbeikarte für Angehörige werden 1,85 € fällig, Stand 2020. Mit der Kurkarte von Bad Wildungen erhält man vielfältige Ermäßigungen und kostenfreie Leistungen, wie kostenfreien Eintritt in die städtischen Museen, Ermäßigungen auf den Eintritt in die Quellentherme und das Freizeitbad Helobonte, freien Eintritt zu Tanzabenden und Abendkonzerten im Kurhaus bzw. Wandelhalle Bad Wildungen. Der Stadtbus kann in Reinhardshausen, Wildungen und Reizenhagen gratis von Kurgästen benutzt werden. Der Kurbeitrag beträgt in Bad Wildungen 2,85 € pro Tag für eine Tageshauptkarte, für die Tagesbeikarte für Angehörige werden 1,85 € fällig, Stand 2020. Ausflüge: Edersee und andere mit Personenschifffahrt, Sperrmauer, Schloss Waldeck, Wildtierpark mit Greifenwarte, Baumkronenpfad, 15 Kilometer westlich. Die Sperrmauer ist auch gut per Fahrrad über den Ederradweg erreichbar, knapp 20 Kilometer einfach. Fritzlar mit Fachwerk Altstadt und Dom,
etwa 10 Kilometer westlich, auch gut per Fahrrad über den Eder-Radweg erreichbar. Nationalpark Kellerwald-Edersee. Sehenswert ist besonders das Nationalparkzentrum in Wöhl, das etwa 30 Straßenkilometer westlich liegt. Kassel mit Bergpark Wilhelmshöhe, etwa 40 Kilometer nordwestlich. Webcam am Kurschattenbrunnen, Livecam Blick auf die Brunnenallee, Kamera des Hotel Prinz.